weniger Stress und bewusster leben, den Alltag aktiver gestalten und weniger sitzen. Das alles sind Verhaltensweisen, wovon Sie möglicherweise schon die ein oder andere verändern wollten, aber immer wieder nach kurzer Zeit aufgegeben haben. Warum Veränderungen so schwer sein können und was man tun kann, darüber spreche ich mit Herrn Professor Knörzer und beginne mit der Frage: Warum ist es so schwer, Verhaltensweisen zu ändern? Ja, da muss man erstmal sich darüber klar werden, was Verhalten für uns bedeutet, wenn wir in bestimmten Situationen Verhaltensweisen uns angewöhnt haben. Diese Verhaltensweisen geben erstmal Sicherheit. Und Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wenn wir lang genug in bestimmten Situationen bestimmtes Verhalten gezeigt haben, dann wird daraus eigentlich eine Gewohnheit, die uns immer wieder Sicherheit signalisiert. Diese Gewohnheiten sind nicht nur sozusagen psychologische Gewohnheiten, sondern durch immer wieder wiederholtes Verhalten ändert sich auch unsere Gehirnstruktur. Das weiß man aus der neueren Gehirnforschung. Wenn wir also Gewohnheiten verändern, dann geht es nicht nur darum, dass wir uns entscheiden, das zu tun, sondern wir müssen letztendlich auch diese neuronalen Netzwerke verändern. Und das braucht Zeit. Ich möchte das Ganze an einem Beispiel eines Alltagsverhaltens mal erläutern, und zwar dem Sitzen. Sitzen wird gelernt. Das ist ein Verhalten, das wir lernen im Laufe des Erwachsenwerdens. Das hat sehr viel damit zu tun, wie beispielsweise Schule organisiert ist. Die Kinder lernen in der Schule, dass sie sich hinsetzen haben, dass Lernprozesse viel im Sitzen stattfindet. Und vor allen Dingen, wenn man dann in weiterführende Schulen kommt, dann sitzt man eigentlich fast nur noch, außer in den wenigen Fächern wie Sport, wo mehr Bewegung angesagt ist. Und dieses sitzende Verhalten wird dann später im Alltag, auch im Beruf, immer weiter kultiviert. Wir sitzen bei Sitzungen, wir sitzen im Büro, wir sitzen im Konzert und der Alltag wird ganz stark vom Sitzen geprägt. Man weiß heute, dass dieses viele Sitzen durchaus eine Gesundheitsgefahr darstellt und plädiert dafür, dass wir weniger sitzen, sondern zum Beispiel öfter mal aufstehen. Und das Aufstehen oder das immer auch mal durch den Raum gehen als neues Alltagsverhalten zu generieren, ist durchaus schwierig, wie all diejenigen wissen, die mit solchen Projekten zu tun haben, wo sie aus dem vielen Sitzen in Alltagsbewegungen hineinkommen. Und das, was ich jetzt vom Sitzen gesagt habe, gilt für alle Verhaltensweisen, die mit solchen Gewohnheiten verbunden sind.